In diesem Video möchte ich euch die BFA-SIP-Kupplung für die Vespa Large Frame Modelle vorstellen. Es gibt bereits für die Vespa Large Frame einige sehr gute Kupplungen auf dem Markt, viele CNC-Körbe, die wirklich einwandfrei funktionieren, aber wie so oft ist das Bessere des guten Feind und so hat BFA nochmal die komplette Kupplung neu entwickelt und hat das Funktionsprinzip der Large Frame Kupplung vom Kopf auf die Füße gestellt. Bei der originalen Kupplung der Vespa Large Frame ist es so, dass der äußere große Kupplungskorb starr mit der Kurbelwelle verbunden ist und das Zahnrad sich mit dem Innenkorb dreht. Bei der SIP BFA Kupplung wurde dieses Prinzip umgekehrt. Das heißt, der kleine Innenkorb ist starr mit der Kurbelwelle verbunden und der große, schwerere Außenkorb mit dem Ritzel. Der Vorteil dieses umgekehrten Prinzips soll es sein, dass die Kupplung sich besser bedienen lässt. Dadurch, dass weniger der bewegten Kupplungsmasse mit der Kurbelwelle verbunden ist, gibt es einen weniger starken Ruck im Getriebe beim Einkuppeln und die Kupplung lässt sich mit mehr und schonender für alle Bauteile bedienen. Ein weiterer wichtiger Vorteil der SIP BFA-Kupplung ist, dass sie mit 5 Reibbelegen ausgestattet ist. Die originale Kupplung, zum Beispiel hier, die originale Kupplung der Vespa Cosa Modelle, hat nur 4 Reibscheiben, von der allerdings die oberste nur zur Hälfte mit Material belegt ist. Das heißt, effektiv hat diese Kupplung nur 3,5 Reibscheiben. Natürlich ist es so, dass 5 Reibscheiben wesentlich mehr Kraft übertragen können als 3,5. Das liegt auf der Hand. Der dritte wichtige Vorteil ist das System, mit dem die Kupplung mit der Kurbelwelle verbunden wird. Soll ich es nochmal ohne runterfallen lassen machen vielleicht? Ein weiterer Vorteil der SIP BFA-Kupplung ist die Verbindung zwischen Kupplung und Kurbelwelle. Hier seht ihr eine Ausführung mit einer Standardverbindung und das zweite ist dieser Innenkorb mit einer Verzahnung. Der ganz große Vorteil der Verzahnung ist, dass sie wesentlich mehr Kraft übertragen kann als die herkömmliche Verschraubung. Man steckt die Kupplung einfach auf, zieht die Mutter fest und es passiert nichts mehr. Es gibt keinen Halbmondkeil, der abscheren kann und die Kraft kann sehr leicht übertragen werden und vor allem die Kupplung kann auch wieder sehr leicht entfernt werden, ohne großen Kraftaufwand. Damit ihr wisst, wie das funktioniert, möchte ich euch einmal Damit ihr wisst, wie das funktioniert, möchte ich euch die Bauteile einzeln erklären. Als erstes, wie eben schon gezeigt, der Innenkorb mit einer Verdrehsicherung für den Sicherungsring, der dazugehörige Sicherungsring, dann der Außenkorb. Der Außenkorb und Innenkorb sind mit einem Nadellager gegeneinander gelagert und der Außenkorb ist verschraubt mit dem Ritzel, mit dem Primärritzel. Der Korb selber ist aus Aluminium und das Primärritzel natürlich aus Stahl. Das nächste ist die untere Druckplatte für die Kupplung mit 6 Löchern für die Federn, die obere Abdeckplatte für die Kupplung mit einer kleinen Sicherung, dass sich der Ring nicht lösen kann im eingebauten Zustand. Wenn die Federn von unten gegen die Platte drücken, lässt sich der Ring nicht aus der Nut nehmen. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist das große Primärritzel, immer gerade verzahnt. Dann 4 Zwischenscheiben aus Stahl, die 5 Reibscheiben, eine gelagerte Andruckplatte, die wird einfach in die untere Druckplatte gesteckt und über einen O-Ring gesichert. 12 Federn, 6 große, 6 kleine Federn. Damit könnt ihr die Stärke variieren, die ihr benötigt, damit die Kupplung hält und damit ihr immer noch leicht den Hebel ziehen könnt. Und 2 Ringe, die ihr unter die Andruckplatte legen könnt, um die Höhe zu variieren und die Auslenkung vom Kupplungshebel genau einstellen könnt. Wenn der Hebel im richtigen Winkel steht, habt ihr die beste Kraftübertragung auf die Kupplung und auch den besten Ausrückweg. Als letztes finden sich noch 2 kleine Schrauben,
Das ist im Prinzip ein Werkzeug, mit dem ihr die Kupplung auch im eingebauten Zustand komprimieren könnt und ihr könnt damit auch im eingebauten Zustand die Kupplungsbelege wechseln. Ihr werdet vielleicht schon gesehen haben, dass auch andere Hersteller schon dieses Kupplungsprinzip aufgegriffen haben, aber was noch einmalig nur bei der BFA-Kupplung ist erstens die 5 Scheiben und zweitens die Ausführung des Primärritzels und wie es mit dem äußeren Korb verbunden ist. Ihr seht, dass es hier eine sehr massive Verschraubung gibt und ein Ritzel, was extra speziell nur für diese Kupplung angefertigt wurde. Das bedeutet, auch diese Verbindung ist eigentlich fast unzerstörbar. Die Kupplung eignet sich natürlich prinzipiell für jeden Motor. Prädestiniert ist sie für stärkere Tuning-Ausbaustufen, aber das wirklich Schöne an der Kupplung ist ihre unglaublich gute Funktionsweise. Denn trotz der 5 Scheiben trennt diese Kupplung absolut vorbildlich und das typische Rucken, was Large-Frame-Motoren haben, wenn man einen Gang einlegt, ist fast völlig weg. Und wenn man mit gezogener Kupplung zum Beispiel an der Ampel steht oder ähnliches, gibt es keinen Moment mehr, was vorwärts schiebt. Diese Kupplung lässt sich wirklich einzigartig bedienen und ist von daher wirklich meine Empfehlung. Die Kupplung kann mit dem ganz normalen Standard-Trennpilz verwendet werden und sie kann auch mit dem Standard-Kupplungsdeckel verwendet werden. Der muss im Normalfall nicht ausgefräst werden. Allerdings muss ich warnen, es gibt bestimmte Kupplungsdeckel-Kombinationen, die leichte Toleranzen haben und wo ein wenig Nacharbeit erforderlich ist. Abschließend noch ein kleiner Hinweis zu den unterschiedlichen Versionen, die es von dieser Kupplung gibt. Es gibt sie immer mit dem 64er Primärrad, aber das kleine Ritzel ist erhältlich mit 22 Zähnen, mit 23 Zähnen oder mit 24 Zähnen. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie bitte unten in der Kommentarleiste. Seht ihr eine Glocke? Klicken. Anregung für andere Videos auch noch. Ja, wir müssen ja weitermachen. Ja, aber wann machen wir dieses scheiß Video? Wir haben jetzt wir haben noch zig Sachen in der Warteröhre. Wann machen wir dieses Video? Egal, sag's trotzdem. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Dann bauen wir eben nochmal die Kupplung zusammen. Okay. Also, ich stecke die Federn in die untere Druckplatte. Ich nehme mal nur 6, weil das jetzt für die Kamera ein bisschen leichter ist. Dann nehme ich den inneren Korb, stecke den da drauf. Dann nehme ich dieses lustige kleine Spezialwerkzeug. Werkzeug holen. Die Affäre, das ist nämlich... Aber ich versuche es mal hiermit. Kann mir helfen? Ja, so. Bitte auch so reinschneiden, wie wir zu zweit stehen. Geht total einfach. Also natürlich ist es möglich, auch ein normales Kompressionswerkzeug zu nehmen. Damit geht es gelegentlich schneller, aber mit diesen kleinen Schrauben habt ihr den Vorteil, ihr könnt die Kupplungsbelege auch im eingebauten Zustand wechseln. Schon unten, fast. Es gibt bestimmt Leute, die sich darüber aufregen, dass ich hier mit einem blöden Maulschlüssel rumfriemel. Dann würde ich als nächstes den Innenkorb in den Außenkorb stecken. Dazu am besten die Scheibe hier drauf mit Lager. Dann kann man das zusammenstecken. Dann kommen die Kupplungsscheiben. Wenn ihr wirklich die Kupplung einbaut, immer dafür sorgen, dass die Kupplungsbelege gut geölt sind. Jetzt kommt die obere Abdeckplatte und wird mit dem Sicherungsring gesichert. Dabei, wichtig, hier ist eine Verdrehsicherung. Dort den Sicherungsring ansetzen und dann lässt er sich sehr einfach von Hand einsetzen. Also ihr seht, hier ist der Spalt bei der Verdrehsicherung. So, und wenn ich jetzt die Kupplung ein bisschen lose schraube, und ich hole einen Schraubendreher, so empfinden. Ich habe jetzt die Kompression leicht gelöst, ohne sie komplett zu entlasten. Aber jetzt kann ich den Ring nicht mehr rausnehmen, weil es hier eine Sicherung gibt, dass sich der Sicherungsring nur im komplett entlasteten Zustand aus seiner Nut nehmen lässt. Dann schraube ich das Ganze mal ganz los. Nehme die Madenschrauben raus. Und dann wird die gelagerte Andruckplatte einfach eingesetzt und sitzt fest, ohne jede weitere Sicherung. Ich muss ein bisschen hebeln, um sie wieder zu demontieren.
Und ganz wichtig, wenn ihr die Kupplung verbaut, mit diesen Scheiben lässt sich die richtige Distanz einstellen zum Andruckpilz und ihr habt sozusagen immer die richtige Hebelstellung unten am Kupplungsdeckel. Jetzt habt ihr gesehen, wie es zusammengebaut wird und jetzt wirklich abschalten.